Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zur CSI, Tödliche Verschwörung. Wir haben durch diese Fingerpuppe im letzten Part den Zeugen gedreht. Von stur haben wir ihn auf sentimental und vielleicht kriegen wir jetzt noch was raus. Brass will uns noch keinen Beschluss geben, aber jetzt können wir vielleicht bei ihm Look, noch was. officers, this is a really terrible time for me right now. I'm sorry for lashing out at you. I realize you're just doing your job. I lied to you about one thing. If someone did this to Mary, I want to know who. I'll help you. In any way I can. Ask me whatever questions you need. Okay, können Sie uns etwas mehr über Mary Mast erzählen? I could talk about Mary all day if you wanted me to. Wusste Mary über Schwester Leo Bescheid? That Pauline wasn't actually a registered nurse? Yeah, Mary knew. She didn't have a problem with it. She liked Pauline a lot. She also knew how I felt about her. I think Mary probably thought I could do better than an ex-stripper, but she was happy that I was happy. Okay, wusste Mary, dass sie und Schwester Leo ein Verhältnis hatten? Everyone knew we were a couple, including Jane. Okay, und was ist mit Schwester Liu? I love Pauline, and I know she would never do anything to hurt Mary. And even if Mary had wanted Pauline to help end her life, even if Pauline had found some way to communicate with Mary about that, she would have come to me first. Whatever you think you have on Pauline, I'm telling you, you're wrong. Okay, glauben Sie, dass Schwester Liu Mary geholfen haben könnte zu sterben? Pauline doesn't know Morse code. How could Mary have asked her? I know you probably think I'm blinded by love or something, but Pauline couldn't have been the one who ended Mary's life. Okay, wo waren Sie gestern Nacht? Pauline and I were home all night. We got back around 10, and then we basically crashed in our room till morning. It's Na not gut. really much of an alibi, right? Nobody saw us, nobody called us, but it's the truth. Das haben wir herausgekriegt. Haben Sie Mary getötet? I understand you have to ask me that question, but it still hurts. And the answer is still no, I did not kill Mary. You see, John, the problem is, absent you having an alibi we can confirm, the evidence we have right now suggests that you had both opportunity and motive in your sister's death. What evidence? Well, for one thing, we found a shoe impression beside your sister's bed. It was left in fresh mud. We were able to match that impression to the shoes we found in your bedroom, the ones which still had caked mud on them. Wait a minute. Think about it. If I was really gonna kill Mary, why the hell would I track mud all over the house and leave my shoe print where you guys can find it and match it right back to me? You ever hear the expression consciousness of guilt? It means deep down, you might have subconsciously felt guilty for doing what you did. I didn't do what you think I did. The thing is, I have another pair of shoes just like those. I keep them on the boat. Somebody else could have used them. Somebody who wanted to make it look like I did it. Now, the weird thing is, I keep those shoes in a locked cabinet. But here's the key. Go check it out. Okay, könnte Jane Mary getötet haben? Jane? My sister and I don't exactly get along anymore, but between the two of us, I'm the one capable of murder, not her. Jane didn't like Mary. She didn't trust her. But then after the accident, Jane tried really hard to make things right between them. Okay, war Jane gestern Abend im Chalet? No, Pauline and I were there all day. We never saw her. Do you lock the front door? No, we don't. I guess it's possible Jane could have come in without us seeing her. Anything's possible, right? Ja, so ist es wohl, aber Sie haben uns schon mal sehr geholfen, vielen Dank. Und wir haben jetzt ein aktualisiertes Ziel, nämlich der Schauplatz. Da können wir jetzt beim Boot dieses Fach aufschließen und da müssen noch exakt die gleichen Schuhe drin sein, wenn er die Wahrheit sagt. Und ich denke, mit diesem zweiten Paar Schuhe sollten wir irgendwelche DNA-Spuren finden, können wir den Täter dingfest machen. Oder es war halt doch Jared. John Barrett, nicht Jared, John. So, gucken wir mal rein. Da haben wir das Schließfach. Und da sind auch die Schuhe drin, Tatsache. Und die sind auch noch voller Same Schlamm. size and brand of shoe with mud on them, right where John told us they'd be. Okay, now the trick is to distinguish one pair of muddy shoes from the other. Okay, dann wollen wir mal auf zum Schauplatz. Zurück ins Labor, genau dort wird unsere Arbeit jetzt weitergehen. Und ich weiß,
Wir nähern uns zum Ende des Falls. Es ist zum Greifen nahe, dass wir irgendein Täter-Ding festmachen. Ich bin mittlerweile selber der Meinung, ich weiß es nicht mehr. Also ich könnte nicht sagen, wer war es. Alle drei haben ein Motiv. Aber ich will mich hier absolut nicht festlegen. So, was machen wir mit dem Schuh? Ich würde sagen, am besten vergleichen, ne? Vielleicht haben wir den Schlüssel. Der müsste ja eigentlich schon erledigt sein. Ist er aber nicht. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Wir gucken uns mal den Schuh genauer an. Ah, das ist das andere wieder. Ne, das war der. Perfekt. Schlammiger Schuh. Plus die Fußspuren. The shoe impressions we collected at the crime scene match the treads of the shoes we recovered from the boat. These are the shoes the killer wore. Ha, toll, das sind genau die gleichen. Da ist aber was Grünes dran. Habt ihr das gesehen? Die Schuhe haben was Grünes und die glaube ich nicht. Doch, die haben die grüne Sohle. Toll. Boah. Was ist hier anders? Ah, da ist was. Ah, Good catch. That's a very fine strand of hair. schwarzes Haar. Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Zudem dieses Haar passt. Das wird wohl auch der Mörder gewesen sein. Wir vergleichen das mit der DNA von Schwester Liu. Und ich bin gespannt. Passt diese DNA? Haben wir höchstwahrscheinlich unseren Mörder. Aber es sieht wohl gut aus. Denn das Doppelgelb passt nicht. Und dieses Doppelgelb passt auch nicht. Also Liu ist nicht der Mörder. Beziehungsweise die Mörderin. Kann es also nur die Schwester sein. Und da müssten wir doch eigentlich auch... Ah, nö, das auch. Dann gucken wir mal in der Analyse. Ja, 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 ja. So, gelb, gelb. Wir haben hier einmal gelb. Das könnte hinhauen. Wir haben rot, gelb, rot. Das passt nur hier. Wir haben blau, grün, grün, gelbe, blau. Das passt hier auch. Wir haben blau, gelb, blau. Das könnte hier oben hin. Wir haben rot, grün, gelb, grün. Rot, grün, gelb, grün. Das passt auch. Wir haben gelb, blau, grün. Das passt auch. Haben wir hier schon die richtige DNA-Probe? Rot, rot, gelb, blau. Die passt nämlich nicht. Doch, passt sie. Was red ich denn? Das passt. Das passt. Wir haben's. Direkt beim ersten Mal. Jawohl. Wer ist diese Person? Das kann jetzt nur... Liu ist es nicht. Es ist ein weibliches Haar. Oder das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich gehe davon aus, es wird die Schwester gewesen sein. Appearances can be so deceiving, can't they? That's Jane Barrett's hair. You know what? That crime scene was staged. Ha! We need to talk to Brad. Bams, Junge! So, da müsste doch der Beschluss, so ist es, bei Brad verfügbar sein. Und jetzt bin ich gespannt. Was sagt die Gute hier noch zum Thema... ich war's nicht. Was hat dein Haar an diesem Schuh verloren, Madame? Das will ich ganz gerne von ihr selber wissen. So, jetzt reicht's aber. What evidence do you have? Und zwar das Haar. The DNA evidence puts Jane Barrett right at the crime scene. I'll get your warrant. Oh yeah. For sure you do. So, jetzt bin ich gespannt. Was hat sie zu sagen? I don't understand. Why am I being brought in like this? Und zwar geht es darum, wo waren Sie gestern Nacht, Jane? I told you before I was at home in Los Angeles. Ah, das kann so nicht stimmen, denn wir haben das.
Miss Barrett, we found your DNA at a location which ties you to Mary's murder. That's not possible. I gave you my home security system records. I wasn't even in Las Vegas. I was home. This has to be some kind of mistake. Didn't you check with the security company? That's exactly what we did, Miss Barrett. You, and everyone we talked to, mentioned how you would always pay Mary a visit every Sunday. But when we reviewed your home security records, we noticed one Sunday when your system listed you as home all day. I have an explanation. That is, May we see your phone, Miss Barrett? I'm gonna get a search warrant for your home in Los Angeles, Miss Barrett. I'm gonna have LAPD turn over the place and tell me exactly what they find. May I save you the trouble, Captain? You won't find anything there. You have no case. Just because I wasn't home doesn't mean I murdered my stepsister. That's actually quite a remarkable leap of imagination. And I would guess those don't usually play very well in front of a jury. I just heard back from the LAPD. They searched Jane Barrett's Lost Hills residence from top to bottom. Found Was? nothing. Look, maybe Jane didn't want to risk traveling around with incriminating evidence on her, so she stashed it around here somewhere. All I'm saying is, it's worth looking into. Okay, das irgendwo. Aber wo? Es kann nur hier sein. Alter, das gibt's doch nicht. Es muss hier irgendwo noch was geben. Das kann nicht sein. Krass. Wo soll ich ihn jetzt noch suchen? Vielleicht doch hier noch irgendwas? Tja. Ach so, versteckt. Vielleicht da drunter? Was ist da eigentlich drunter? Kann ich das irgendwie hochheben? Hallo? Nein. Kann ich nicht. Aber wo zur Hölle soll ich denn... Das hat mir so gut wie gar nichts gebracht gerade. Jane Barrett steht ihrem Bruder John nicht sehr nah. Sie glaubt daran, für das, was sie hat, zu arbeiten und glaubt, dass er das Familienvermögen verprasst. Vielleicht können die uns aber noch irgendwas dazu sagen, wenn wir die wieder damit konfrontieren, was Phase ist. Da wollte ich nicht hin. Mal wieder nicht. Haben wir noch einen Beweis? Jetzt sind wir wieder 13. Wir haben Jane Barrett Smartphone. Wäre wunderbar. Das werden wir natürlich gleich untersuchen. Was? Was? Ach so, Fingerabdrücke oder was? Was soll ich da mit einem Smartphone, wenn ich nichts machen kann? Das ist voll das Smartphone. Absolutes Smartphone. Ha! Nein, das ist das Öl. So viel zum Thema unnötiges Öl, Nick. This smudge wasn't on her phone earlier. It's not sticky, it's viscous, like oil. Das ist tatsächlich unter der Plane. Wenn ich nämlich jetzt das Öl vergleiche, kommt raus, dass das dasselbe ist und dann können wir da wieder hin. So sieht's nämlich aus. So, komm mal ran. Chemikalie. Das Öl passt mit diesem Öl und so ist es. It's petroleum oil with a very low ash content. Looks like the type of two-stroke oil you'd use in jet skis.
The chemical impurities in both oil samples match, which means we can put Jane at the lake very recently, but why would she go down there? Unless maybe she was trying to hide something from us. I think we're gonna need something to search below ground as well as above. Alter, das wird ja immer krasser. Okay, dann wollen wir uns den Beschluss bei Press holen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Da finden wir noch irgendwas und dann ist es durch. Wir brauchen ein Ultraschallgerät. Ah, yes. The ultrasound device. It's impressive. But it's also expensive. Let's just be sure we really need it before we start wasting valuable resources. Ja, wir brauchen es nämlich genau wegen dem This Öl. evidence places Jane Barrett in proximity to that pool of motor oil. Okay. I'll get you that ultrasound device. Let's see if we can find out why she was there. So, ich bin gespannt. Da muss doch jetzt irgendwas. Und wir haben doch bestimmt... So, zeig mal her. Da ist sowas. Da ist auch was. Ach du Scheiße. So this is what Jane was trying to hide. A hammer. She buried the hammer right on top of a wrench, which looks as though it's been down there for a while. Freundchen. So, was haben wir an dem Hammer? Ach, wusste ich's doch. Da Looks brauche ich like aber noch some ihre... kind of softer metal got embedded in the pitting on the hammerhead. Das war bestimmt Bronze. Ich brauche den Fingerabdruck. Ich brauche den Fingerabdruck. Yes! Und damit können wir es beweisen. Wer auch immer diesen Fingerabdruck hatte, der ist definitely im Arsch. So, was auch immer noch mit dem Hammer passieren soll. Und was ist mit dem Ding hier? Schraubenschlüssel. Ei, scheiße. Das ist schon ein bisschen länger her, das gute Ding. Das soll uns, glaube ich, erstmal nicht interessieren. Jetzt aber zurück zum Schauplatz. In diesem Part werde ich diesen Fall beenden. Wir haben jetzt nämlich den Fingerabdruck. Stopp, wir haben den Fingerabdruck. Denn mit diesem Fingerabdruck kann ich beweisen. Und zwar Fingerabdruck auf dem Hammer mit dem Fingerabdruck von Mary Mars. Nein, Jane Barrett. Da haben wir sie doch. Da hatten wir sie. Ja gut, das hilft mir jetzt nichts. Ich brauche die Analyse und die musste eigentlich... Sie ist im PC drin. Also gehe ich mal von aus, dass das Ding da passt. So, wir haben einen. Und das Ding, das passt doch wie angegossen. Und das war's für dich, Schwester. Over and out. Illegale Demonstration. Jane Barrett's fingerprint is on the hammer used to smash the regulator. I'd really like to hear what Jane Barrett has to say. Genau, aber vorerst untersuche ich noch genau dieses Plastikstück, was wir da gefunden haben. Nämlich, Moment. Das war das hier. Metallteile aus Kopf des Hammers. Und genau mit diesem Ding wurde auf dieser Büste noch rumgeschlagen. 100 Pro ist das Bronze. Das war natürlich wieder Mikroskop. Und zwar brauche ich das hier. Was soll ich mit dem Hammer? Ach, Quatsch. Die haben dieselben Merkmale? Oder. Ja, das bringt nichts. Was will ich hier beweisen? Ich habe eigentlich,
Ich wollte eigentlich was anderes. Aber das, was ich beweisen will, das geht nicht. Ach, die Chemikalie ist das, ne? Und ich will es in dem Part machen, auch wenn er eine halbe Stunde dauert. Ja, Mann. Beweis. Das Ding passt zu diesem Ding. Oh yeah, oh yeah! These particles are bronze, and they're a perfect match to the bronze that the bust is made out of. The bronze particles didn't come off by smashing the regulator. Someone deliberately shaved them off and planted them. Haha. So our killer wanted us to make the connection to the bust, and wanted to make sure we found those muddy footprints right by it. And he or she assumed that if we did, our focus would turn to John and Pauline. So, und damit haben wir es doch. Wir wissen doch, dass sie es war. Und jetzt gehen wir zu Brass und verlangen einen Haftbefehl. Wie jetzt? Was ist nur schon wieder? Ja, aber wo ist Jane? Die sitzt doch hier drin, hoffe ich mal, oder? Ist das Jane? Ja. You didn't find anything, did you? I tried to save you the trouble. So is that it, officers? Ah, nicht ganz. Wo waren sie gestern Nacht? You'll never really know, will you? Doch, ich weiß es, glaube ich. Und zwar auf dem Hammerseeufer. Here's your fingerprint. We found it on the hammer you buried by the lake. The same hammer you used to knock off a piece of that bust. The one you planted with the broken regulator. I'm just curious, Jane. Why the bust of Mary's father? Did you resent the Marst family that much? I hated them. Hated them for stealing my family from me. You know, when my parents died in that oh-so-tragic skiing accident, it made me start believing that there was the possibility of justice in this world. Like God had answered my prayers and punished them for abandoning me. But then Mary took over the company. She was just a stupid little party girl, and there was nothing I could do about it. But as soon as Mary resigned, that very night, I was ready. God really does help those who help themselves. Naja. Mary survived her accident, which upset me. Why was God punishing me? But I planned to try again, and that's when I bought that application for my phone so I would be able to create an alibi. But you know, I realized I could just watch Mary die, bit by bit. It was then that I completely understood God's plan for me. I wasn't being punished. I was being rewarded. And then one day, I found John standing over Mary, crying and begging her not to die because she was the only family he had left. But I'm his real sister. That very day, I snuck into John's room to find something that would lead you to him and his naughty nurse. I took a chip of her fingernail from the trash in his room. Then yesterday, I used my phone to make it look like I was home. Then I drove to Vegas. It only takes about 4 hours. In the right car, that is. I went down to the family boat, put on my gloves, got John's muddy shoes, and drove to the chalet. I waited for my brother and his whore to go to his room, and then I snuck in. I put on the shoes and took the bronze bust from the front room. As soon as she saw me, Mary started panicking, pushing her regulator button over and over and over. Do you need some help with that, Mary? I cracked open Mary's regulator with the bust, then used the hammer to chip off a bit of it. That part was for you guys to find. Then, and this was the best part, I put the broken regulator in Mary's hands and I forced her to push the button. I looked into her terrified eyes to watch the morphine melt her soul away. And then, she almost wrecked it. She looked at me, and she smiled at me. She was trying to trick me, make me think she was glad to die. Like this was what she'd wanted all along, as if God was freeing her, not me. After she was dead, I planted that tiny bit of the fake fingernail on her hand. I replaced the bust, returned the shoes to the boat, and buried the hammer. Then I drove home. I got back just in time to catch my flight. You might be right, Jane.
Mary may have been happy to finally be released of her burden. Or maybe she was smiling because she'd been able to spell out most of your name on her regulator right before she passed. I think she was smiling because she knew you weren't going to get away with murder. Well, we'll never know for sure now, will we? I do know one thing for sure, Miss Barrett. You may have been neglected by your family, but we're going to be paying a lot of attention to you now. Probably for the next 25 years to life. So, Freunde, wir haben es gelöst. Jane Barrett ist die Mörderin. Very good work, you two. A confession is always a nice bonus in a case like this one. Technically, 2 confessions. One for last night's murder, and another for last year's attempted murder. You keeping score, Nikki? I just think my partner here deserves full credit for chalking up 2 scores. And I think it should go a long way towards breaking up that cloud hanging over the team because of Huntby. You let me worry about Huntby. I'm telling you, Catherine, he's dirty. Good night, Nikki. Und das war's für diesen Fall, Freunde. Ich darf mich bei euch bedanken und hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, schaltet beim nächsten Fall wieder ein. Fall 4, der nächste. Und wir kommen bestimmt auch noch diesem Detective Huntby auf die Schliche. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.